schauen heute alle Plane Eater Filme um 3 Uhr nach. Wir haben hier den echten Plane Eater Film Teil 1 und Teil 2. Und den verbotenen Teil 3 und den geheimen Teil 4. Stellt es euch vor, wir werden zusammen mit euch heute alle 4 Filme hintereinander anschauen. Leute, deshalb lasst jetzt ein Like da. Oh mein Gott, es ist Plane Eater, der Film Teil 1 bis 4. Lasst ihn uns direkt einlegen. Wir legen direkt Plane Eater Teil 1 ein. Und weißt du was, leg jetzt auch gleich nochmal Teil 2 rein. Okay, Teil 2 ist auch drin, dann legst du jetzt den Teil 3 rein. Mach ich, zack. Und jetzt kommt der Geheime, schaut ihn euch an, der Geheime ist Gold. Und das ist Teil 4 und den werden wir jetzt alle zusammen reinlegen, Mann. Ihr könnt es sehen, wir haben alle 4 Teile von Plane Eater jetzt in den Fernseher eingelegt, Mann. Ich bin so gespannt. Plane Eater Film Teil 1 bis 4 werden wir jetzt zusammen schauen. Dann würde ich sagen, Film ab. Vielen Dank an Min HP, dass wir deinen Film gucken dürfen. Ihr seht es, hier oben steht es, Min HP. Und es ist der Plane Eater Film. Ihr seht es, was gerade passiert mit dem Plane Eater. Der kämpft gegen Tails, Shin Tails. Oh mein Gott, ist das nicht der von Sonic? Doch, und da ist er, Shin Sonic. Das kann doch nicht wahr sein. Gegen den Plane Eater. Sonic und Plane Eater gegeneinander in einem Film? Dieser Film kann nur noch besser werden. Aus diesem Grund schaltet dich ab und liked dieses Video. Aber was machen denn die ganzen Helikopter da? Ich glaube, die greifen Plane Eater an, oder? Oder nein, es ist Sonic. Die Helikopter greifen Sonic an. Ist ja klar, Flugzeug und Helikopter sind ein Team. Die beschützen sich. Eben, Flugzeug, Helikopter ist eine Familie. Nein, doch nicht. Ihr habt es gesehen, der Plane Eater hat den Hubschrauber gegessen. Aber Leute, könnt ihr das sehen und lasst mal jetzt alle ein Like da. Plane Eater sieht richtig stark aus. Und was macht Shin Sonic da? Shin Sonic zerstört die ganze Stadt. Oder kämpft Sonic gegen Plane Eater? Die kämpfen wirklich beide gegeneinander. Ihr seht es, Plane Eater schießt einen Laserstrahl auf Shin Sonic. Die Frage ist jetzt natürlich, wer ist stärker? Plane Eater oder Sonic? Und es ist eine richtig spannende Frage. Ihr dürft nicht abschalten. Schaut das Video von Min HP bis und zum schreibt Schluss. in die Kommentare, Sonic oder Plane Eater, wer ist stärker? Ihr seht es. Plane Eater, schaut es euch mal an. Vor allem Plane Eater hat wieder diese Spinnenarme. Schau mal, Sonic macht einen Angriff. Was macht er da? Oh, und Plane Eater blockiert den Angriff. Natürlich, die schützen sich gegenseitig. Die haben verschiedene Angriffe. Alter, war das knapp. Ihr seht es. Oh mein Gott, nein. Shin Sonic greift Plane Eater an. Ihr seht es. Oh, Plane Eater tritt einfach auf Shin Sonic rum. Habt ihr die Explosion gesehen? Richtig krass. Es ist so spannend. Es steht bisher unentschieden. Oh mein Gott, seht ihr die Laserstrahlen gegeneinander von Plane Eater und von Sonic? Er zündet die Triebwerke. Plane Eater zündet die Triebwerke. Und ihr wisst doch, ein Flugzeug hat mindestens 2, nicht 4 Stück. Und es ist viel zu krass. Ich glaube, Shin Sonic wurde besiegt. ich glaube auch, ich wollte gerade sagen, Plane Eater hat doch gerade gewonnen, oder nicht? Plane Eater hat gewonnen. Ihr seht es. Wo ist Shin Sonic hin? Aber schau mal die Stadt an, die ganze Stadt. Da ist Shin Sonic. Shin Sonic ist zurück. Warum macht Shin Sonic da? Sonic hat überlebt und greift jetzt. Hast du gesehen, wer jetzt gewonnen hat? Ihr habt alle gesehen, wer gerade gewonnen hat. Ich kann es nicht fassen. Kannst du das glauben? Nein, Plane Eater hat verloren, obwohl ich dachte, dass Plane Eater gewonnen hat. Plane Eater ist wieder auferstanden. Ihr seht es, Plane Eater ist zurück. Was, das neue Flugzeug ist wieder am Start und es greift an. Shin Sonic hat gerade den Plane Eater in die Beine gerammt. Oh mein Gott, aber die ganze Stadt ist zerstört. Es ist so spannend, wer gewinnt, Plane Eater oder Shin Sonic. Aber was ist mit Tails, Shin? Das, was ich gerade gesehen habe in dem Film, ich weiß es nicht mehr, ob Plane Eater oder Sonic gewinnt. Ich weiß es nicht. Und das Beste ist, es sind gerade mal 1 Minute von dem ganzen Video rum. Oh mein Gott, wie ist passiert? Was ist das? Ich weiß nicht, Diamanten. Aber wem gehören diese Diamanten? Von Sonic und der isst sie alle auf. Wird er jetzt noch stärker? Kann es Nein. sein, dass er noch stärker wird? Er verwandelt sich, Aber in wen verwandelt er sich? in Tails. In Shin Tails Sonic? Oh mein Gott, natürlich Tails, der Gelbe von Sonic. Ja, aber ihr kennt doch Shin Sonic, das heißt Shin Tails. Oh mein Gott, kann es sein, dass vielleicht Tails noch stärker ist als Sonic? Ich weiß nur, dass der Plane Eater die ganze Zeit die eigene gleiche Attacke zündet. Und zwar die Triebwerkattacke. Ihr seht es, jetzt wird Plane Eater angegriffen von Tails Sonic. Ihr lasst ein Like, abonniert diesen Kanal und schaut das Video bis zum Schluss. Es ist viel zu spannend. Und ich dachte immer, Plane Eater ist der Böse. Aber Plane Eater verliert gerade in diesem Film. Deshalb, Leute, lasst alle mal ein Like da. Du siehst es, da kommen gerade Meteoriten aus dem Weltall geschossen von Plane Eater, seinem Freund. Aber Plane Eater ist wieder auferstanden. Warum? Plane Eater ist stark. Ihr seht, wie groß er ist. Jeder größer als ein Hochhaus. Das ist ein neuer Plane Eater, das ist ein komplett anderer Plane Eater. Oh mein Gott, und das aber Tails. Genau der, wo gerade angegriffen hat. Bedeutet das Plane Eater.exe gegen Shin Tails? Oh mein Gott, ich weiß es doch nicht. Warum schwimmt denn jetzt der Plane Eater im Wasser? Natürlich,
Kennst du nicht Godzilla? Godzilla schwimmt auch und natürlich kann auch Planet Eater schwimmen im Meer. Ihr seht es, Leute, ich glaube, Planet Eater greift jetzt die Stadt an von der Küste aus. Aber die ist doch schon komplett zerstört. Warum greift der Planet Eater noch einmal die Stadt an? Wer attackiert denn die ganze Zeit aus der Luft? Wer bombardiert denn die ganze Zeit Shin Tails? Du sagst es doch gerade, aus der Luft. Wer soll es sein? Planet Eater, weil er kann fliegen aus der Luft. Es ist so ein knappes Duell, Leute. Shin Sonic ist genauso stark wie Planet Eater. Nein! Nein! Er greift den Mann von hinten und er macht die Dornenattacke. Habt ihr gesehen, Mann? Tails hat Planet Eater von hinten angegriffen und er hat einfach die Strahlen aus dem Rücken geschossen. Das bedeutet, Planet Eater ist genauso stark wie Shin Tails. Oh mein Gott, ihr seht, es ist ein Unentschieden. Ganz klar ein Unentschieden. Und das ist wieder ein weiterer Planet Eater. Haben wir jetzt 3 Planet Eater. Oh mein Gott, aber schau mal, der hat Arme. Der hat ganz viele Arme. 2 gegen einen gerade, 2 Planet Eater. Ein Planet Eater hält Tails fest und der andere greift an. Und der hat ein Flugzeug und wirft es. Es kommt einer von links und einer von rechts gegen Tails Sonic. Er steckt ihm das Flugzeug im Mund und Sonic hat verloren. Oh mein Gott, Tails ist vernichtet. Ihr kennt alle die Münzen aus Sonic. Was passiert jetzt mit diesen Münzen? Bleibt Nein! Was? Er kommt wieder? Tails kommt einfach wieder aus der Münze heraus. Er respawnt einfach zurück. Aber du weißt ganz genau, er hat eine Chance gegen Planet Eater links, Planet Eater rechts. Auf keinen Fall. 2 Planet Eater gegen 1 ist unfair. Guckt es euch an. Doch, er benutzt seine Münze. Er hat mit der Münze einfach den anderen Planet Eater angegriffen. Und der eine Planet Eater auf der linken Seite greift mit seinem Feuerstrahl aus dem Mund an. Leute, was ist das denn für ein Film? Planet Eater, der Film. Ihr lasst jetzt alle mal ein Like da. So viel Action gab schon lange nichts mehr. Und das alles dank dir, MinHP. Danke für diesen Film. Oh mein Gott, vielen, vielen Dank. So einen Film habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Oh mein Gott, Sonic gegen Planet Eater. Wer gewinnt denn jetzt gerade? Ich weiß es nicht. Die 2 Planet Eater oder der Tails? Oh mein Gott, da kam Tails angeflogen. Habt ihr es gesehen? Direkt auf Planet Eater drauf. Schaut es euch an. Tails greift in den Mund von Planet Eater ein. Das ist natürlich die schwächste Stelle. Da Oh mein Gott, er hatte seinen Kopf in der Hand. Planet Eater hat einfach so gemacht. Aber Godzilla Planet Eater läuft doch noch weiter rum. Natürlich, es sind ja 2 Planet Eater. Es kam einer von links, einer von rechts und der greift jetzt Tails an von Sonic. Ich bin so froh, dass wir alle 4 Filme hintereinander eingelegt haben. Somit haben wir keine Pause. Nur für euch, wir können komplett durchschauen. Und das Gute ist, wie bei anderen Filmen, es gibt auch keine Werbung hier, sondern wir schauen einfach mit euch zusammen den Film komplett an. Okay, Leute, ihr müsst uns eins versprechen. Ihr müsst das Video jetzt bis zum Schluss angucken. Wir wollen doch zusammen rausfinden, wer gewinnt. Planet Eater oder Sonic? Ich weiß auch es nicht. Ey, Planet Eater oder Sonic, das ist die Frage. Leute, schreibt in die Kommentare und lasst ein Like da. Habt ihr das gesehen? Planet Eater ist wie ein Vogel und hat ein Haus auf Sonic geworfen. Einfach so. Ist er noch am Start, dieser Sonic? Schau, er fliegt wie ein Drache. Natürlich ist doch Planet Eater, natürlich kann er fliegen, ist doch normal. Ihr habt es gesehen, der hat gerade ein Haus geschnappt und auf ihn geworfen. Aber Sonic hat ihn aufgepackt und es kommt der 2. Planet Eater. Das wird richtig spannend. Oh mein Gott, das ist so spannend, Warte, Leute. warte, Warte, jetzt kommt, jetzt bam. Geil. Ich glaube, Sonic ist besiegt. Habt ihr gesehen, Planet Eater hat einfach Sonic abgeschossen. Ich muss eins lassen, die Planet Eater sind richtig stark. Halt, da ist wieder, da ist er ist aufgestanden. Und er hat ihn aufgespießt. Und was ist? Was macht Planet Eater? Er fliegt und hat Sonic ins Wasser geworfen und Sonic geht unter, ihr könnt es sehen. Nur die Frage ist Sonic besiegt oder kommt Sonic wieder zurück mit der Münze? Er holt sich die Energie zurück und Sonic hat sich gerade soeben in Shin Tails verwandelt. Oh mein Gott, es ist Tails. Tails ist wieder zurück vom Sonic-Universum. Und er hat sich den Planet Eater aus der Luft geschnappt und jetzt ins Wasser gedrückt. Oh mein Gott, und jetzt hat er die Flügel abgerissen. Es geht jetzt ab. Ich kann es nicht fassen, Leute. Ihr könnt es sehen. Er hat einfach das Cockpit abgerissen vom Planet Eater. Sagen wir mal so, dieser Planet Eater wurde damit offiziell besiegt. Wird das Cockpit und der Rumpf einfach auseinandergezogen worden. Dann war's das mit dem Flugzeug, dann war's das mit Planet Eater. Okay. Aber der 2. Planet Eater ist noch da, ihr seht es. Und er ist im Wasser. Er lädt sich auf, ihr seht es, seine Lichtkugel. Und ich glaube immer noch, dass er der Stärkste ist. Und er hat die Lichtkugel losgeschossen, sie fliegt und trifft. Und trifft die Münze. Und was ist jetzt los? Ich glaube gar nicht. Hä? Was? Die Münze hat das ganze Licht aufgesaugt? Oh mein Gott, das war die krasseste Kraft von Planet Eater. Er hat ihn gegessen von unten. Oh mein Gott, er fliegt ins Universum. Ins Universum fliegt Tails fliegt ins Universum. Ihr könnt es sehen. Tails schickt den Planet Eater zum Mond. Oh mein Gott, das ist die Erde. Er zerstört einfach die ganze Erde. Was? Das kann nicht sein. Warte mal, nein. Was? Ich glaube, wir sind jetzt in der Welt von Planet Eater. Wir sind im Planet Eater. Wir sind im Planet Eater drin, ihr könnt es sehen. Leute, wir sind jetzt nicht irgendwo, wir sind in dem Flugzeug drin. Nachdem Tails die Welt zerstört hat. Wie krass ist das?
Dann haben wir uns extra angefreundet, dass wir im Film sind, dass wir im Flugzeug sind. Leute, ich kann es nicht glauben, ihr lasst ein Like da. Wir sind jetzt wirklich im Plane Eater, im Flugzeug drin. Jetzt könnt ihr mal alle sehen, wie es im Plane Eater innen drin aussieht, weil wir gerade im Film innen drin sind im Flugzeug. Aber eigentlich sieht es ganz normal aus, oder? Was meint ihr? Das sieht doch komplett normal aus. Das stimmt, so gefährlich sieht es gar nicht aus. Man könnte eigentlich damit fliegen. Fällt dir was auf? Keine einzige Person befindet sich im Bauch des Plane Eaters. Wer will denn frei? Nein, wow, oh, wir sind draußen. Wir sind draußen. Ja. Er bewegt sich, er Leute, bewegt ihr sich. seht, das Plane Eater bewegt sich. Oh mein Gott, er lebt noch, Leute. Obwohl die Erde zerstört wurde, Plane Eater hat überlebt. Was passiert hier gerade? Ihr könnt es sehen. Warte, kann es sein, dass Plane Eater bei sich zu Hause gelandet ist? Ich habe keine Ahnung, aber ihr seht es, das Flugzeug hat keinen Schaden, obwohl es ein richtiger Krieg war. Das heißt, Plane Eater konnte den Shin Tails und Shin Sonic entkommen. Leute, lasst mal ein Like da. Plane Eater hat es wirklich geschafft gegen Sonic und Tails. Aber ich glaube, wir sind jetzt bei Plane Eater zu Hause. Plane Eater ist bei sich zu Hause gelandet. Denkst du, das ist eine andere Welt und da ist er gelandet und da ist er wieder komplett? Weil Plane Eater keine Chance gegen Sonic hatte, ist er abgehauen, weggeflogen und jetzt zu sich nach Hause gegangen. Das haben wir gesehen, bei der letzten Sequenz haben wir gesehen, dass Plane Eater einfach weggeflogen ist und der Rest wurde zerstört. Schau dir das mal an, das ist doch Slide Eater. Slide Eater? Warte mal, Slide Eater bei Plane Eater zu Hause. Bedeutet das, dass Plane Eater der Freund von Slide Eater ist? Naja, die haben beide Eater im Nachnamen, also könnte es schon sein, dass Slide Eater und Plane Eater Freunde sind. Oder verwandt sind, vielleicht sind das irgendwelche Geschwister. Oh mein Gott, nein, verwandt auf keinen Fall, das kann ich überhaupt nicht glauben. Beide haben aber auf jeden Fall einen riesen Mund und können aufessen. Aber du weißt jetzt, wer wird gewinnen? Immer Sonic und immer Tails. Schau mal, hier steht's. Miley, Buster, Chloe und Patty. Vielleicht sind es die Cousinen oder die Eltern von Plane Eater. Oder die Freunde. Es kann natürlich sein, dass auch die Freunde hier sind von Plane Eater. Ihr dürft nicht abschalten. Wir brauchen jetzt euch. Wir brauchen eure Hinweise. Was kann das hier bedeuten? Sind wir jetzt wirklich bei Plane Eater zu Hause oder wo sind wir? Ich kenne das doch. Das ist doch eine Vending-Maschine, ein Verkaufsautomat. Natürlich, da kann man was zu essen kaufen oder was zu trinken kaufen, ganz normal. Du hast recht, guck mal. Irgendjemand hat sich hier eine Sprite geholt. Das macht ihr doch genauso. Wenn ich ins Kino gehe, kaufe ich mir Popcorn und natürlich eine Cola. Aber oder Moment mal. Wir haben gerade den Kampf gesehen und jetzt sehen wir, wie Plane Eater zu Hause lebt. Ja, natürlich, weil jetzt ist er wieder sicher. Das ist ein sicherer Platz, wo er leben kann. Nicht Sonic. Seht ihr Sonic? Seht ihr Tails? Ich sehe keinen von beiden. Das ist auch keine einzige Person auf der Straße. Da ist überhaupt niemand. Was ist, wenn das Plane Eater seine Fantasiewelt ist? Das kann natürlich sein, aber warum ist der Film jetzt auf einmal dort? Ich weiß nicht, guck mal, da ist eine kleine Hundehütte. Was? Das kann doch nicht Die sein. ist ganz klein, ihr habt gesehen, wie klein die ist. Ja, aber schau mal, wie viele Stufen das da hochgeht in dem Film. Schaut mal, Leute, wie groß diese Hundehütte ist. Die sah doch von außen gerade viel kleiner aus. Auf dem Bildschirm war sie so klein, aber im Inneren ist sie auf einmal so groß. Das bedeutet, wir sind wirklich bei Plane Eater in seiner Fantasiewelt zu Hause gerade. Und da spielt er immer rum, als kleiner Plane Eater, als kleines Flugzeug, hat er dort Spaß. Du hast es gesehen, das Flugzeug stand ja auch draußen auf dem Platz. Ja, natürlich. Deshalb ist es ja dort. Meinst du, wir sehen gerade die Perspektive von Plane Eater selbst? Das kann natürlich sein, dass der Film so abspiegelt, dass wir jetzt dort sind, wo Plane Eater wohnt. Er hat seine Hülle, sein böses Flugzeug draußen stehen lassen und ist ausgestiegen aus dem Plane Eater. Weil er verloren hat gegen Tails und gegen Sonic Exe. Ich kann es nicht glauben, Leute. Was ihr hier seht, ist einmalig auf YouTube. Das seht ihr nur bei uns, bei Cayman und Flexi. Deshalb, Leute, lasst ein Like da und abonniert diesen Kanal kostenlos. Danke euch dafür. Auf jeden Fall schaut es euch an. Der hat ein ganzes Regal voller Katzen und Hunde. Voller Figuren, wollte ich sagen. Das sind wahrscheinlich diese Figuren, die ihr alle schon gefressen habt. Ist Plane Eater ein Freund von Hunden und Katzen? Ich glaube es nicht. Du hast es auch selbst erlebt. Wir haben so viele Videos mit Plane Eater. Er fliegt und will Leute essen. Vielleicht isst er alle Leute bis auf Hunde und Katzen. Das kann natürlich sein. Dann sind es seine Freunde. Es gibt solche Leute, die nur Hunde und Katzen mögen, aber keine Menschen. Und das ist so. Warte, Plane Eater hat ein eigenes Gefängnis? Damit kann er seine Leute einsperren. Alle, die er auf ist, sperrt er ins Gefängnis. Natürlich, alle, die hier auf ist, bleiben nicht im Flugzeug, sondern sie werden danach ins Gefängnis gesteckt. Wisst ihr, was das bedeutet? Jede Person, die Plane Eater aufgegessen hat, lebt. Wir dachten immer, die leben nicht mehr, aber sie leben. Das bedeutet, in einem Gefängnis müssen sein Flaco, Nicky, Flippy, Paw Patrol, Huggy Wuggy, alle müssen jetzt in diesem Gefängnis sein. Blue und Bingo, aber ich sehe keine einzige Person hier. Siehst du jemand? Ich sehe niemanden. Warum ist hier keiner? Aber normalerweise sind doch alle dann dort, alle, die wir gerade gesagt haben. Vielleicht hat Plane Eater die ganzen Leute schon freigelassen.
freigelassen. Natürlich, auf freien Fuß gesetzt, damit er sie wieder essen kann. Nein, weil er verloren hat gegen Sonic und Tails. Deswegen musste er alle freilassen. Wir müssen schauen, wo der Film jetzt endet. Wir müssen aufpassen, Freunde, wir haben noch so viel vor uns. Der Film ist richtig spannend. Ich bin so glücklich, dass wir diesen Film gucken können mit euch zusammen. Und ihr müsst den Film unbedingt bis zum Ende anschauen. Deshalb, Leute, lasst ein Like da und wir... Oh mein Gott, Polizei! Ich habe Polizei gesehen. Ich habe auch die Polizei gesehen. Hat jetzt Planeater Angst vor der Polizei? Oder hat Planeater die Polizei sogar aufgegessen? Stimmt, es war keiner dort. Und wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Irgendein verrückter Professor? Was? Oh mein Gott, was passiert denn jetzt hier in dem Film? Leute, ihr seht, alles was ihr hier seht, hat Planeater gegessen und besitzt er. Natürlich, deshalb ist er auch dort gelandet. Genau in seiner Welt von Planeater. Und guckt ihr das mal an, Freunde. Ihr seht es, das sind Hunde verboten in dem Raum. Hunde und Katzen. Verboten in diesem Raum. Was könnte sich in diesem Raum... Wow! Und natürlich, das ist das Filmstudio von Planeater. Ihr kennt es doch alle. Planeater ist richtig bekannt auf YouTube und der macht die ganzen Videos hier. Deshalb schauen wir auch gerade Planeater, der Film. Denkt ihr, Inception, dieser Film, den wir gerade gucken, wurde in diesem Studio gedreht? Oder warte, kommt der Film sogar im Flugzeug selber bei diesen kleinen Bildschirmen, wenn man immer fliegt? Der hier gedreht wurde, wie cool ist das denn, Leute? Das ist Verwirrung pur. Der Film von Planeater kommt im Flugzeug zum Anschauen. Und wurde hier im Film vom Film gedreht. Vom Planeater. Wie Wahnsinn ist das denn? Das könnt ihr nur mit uns erleben. Cayman und Flexi. Ich habe alles nicht verstanden, aber ihr habt es verstanden, deshalb lasst ein Like da und wir werden jetzt den Film noch mit euch zusammen genießen. Wahnsinn, schaut dir das mal an. Da sind gelbe Gebäude, grüne Gebäude, blauer Himmel. Es ist Nacht, 3 Uhr Nacht. Also Planeater mag es auf jeden Fall bunt. Aber die ganzen Geschäfte haben noch offen und ihr könnt jetzt sehen, was ist das? Da sind Katzen eingesperrt. Du hattest recht, Mann. Katzen und Hunden im Käfig eingesperrt. Die sind hier unerwünscht. Warum mag der keine Katzen und Hunde, Planeater? Wir haben doch selber einen Hund und der heißt Lucky. Ich weiß warum, weil Shin Sonic aussieht wie eine Katze. Nein, wirklich, stimmt, natürlich, du hast recht. Alles ergibt jetzt Sinn, Leute. Umso länger ihr das Video guckt, umso mehr versteht ihr. Und am besten ist, wenn ihr jetzt sofort unsere Handyhülle kauft, die könnt ihr jetzt in unserem Shop erwerben. Den Link dazu findet ihr einfach unter dem Video. Klickt drauf und kauft es euch. Cayman und Flexi, die Handyhülle für jedes Handy, für jeden von euch. So sieht sie aus, Freunde. Okay, was ist hier los? Ein Esstisch? Ja, aber da ist keine Person drin. Merkst du das? Da ist wieder eine Katze am Kühlschrank hingemerkt. Schon wieder eine Katze. Katze und Hunde. Planeater mag keine Katzen und mag keine Hunde. Habt ihr das gerade gesehen? Der Kühlschrank ist komplett leer. Natürlich, weil Planeater ein Flugzeug ist. Der hat kein Bedürfnis zu essen. Deshalb hat auch Shin Sonic und Tails Sonic Planeater angegriffen, weil er keine Hunde und Katzen mag. Ich erwarte jetzt noch viel Schlimmeres. Ich glaube, wenn das Video zu Ende geht, dann passiert was richtig Gruseliges. Leute, lasst ein Like da. Wir werden jetzt schauen, was passiert in dem Film von Planeater. Auf jeden Fall sind wir jetzt im ersten Stock und guckt es euch an. Was ist das? Planeater hat da irgendwelche Chemikalien? Ein Labor? Sieht aus wie neue Flugzeuge in klein. Das sah aus wie... Guck, schau doch mal. Das sind kleine Flugzeuge in klein. Die werden dort produziert. Natürlich produziert Planeater seine Nachfolger. Klein, groß, größer, größer. Planeater mit Mund. Dann trainiert er sie, zu einem Planeater zu werden. Dann können sie laufen, dann können sie fliegen und dann können sie fressen. Und dann sind sie auch Flugzeugfresser. Ja. Ihr wisst Bescheid. Eben. Schaut es euch mal an. Da ist ein Bett. Und da ist sogar ein P drauf für Planeater. Das bedeutet, Planeater schläft auf diesem Bett, wenn er nicht im Flugzeug ist und gerade mit dem Flugzeug alle auf ist. Haben die jetzt wirklich das Schlafzimmer von Planeater gefunden? Ich glaube ja, und hier ist das Schlafzimmer von seinem Sohn gewesen. Oh mein Gott, oder von seinen Eltern. Leute, ihr seht es im Film von Planeater. Wir haben das Ganze gesehen. Was geht jetzt ab, Leute? Ich dachte immer, Planeater fliegt die ganze Zeit, aber nicht, dass Planeater landet. Und was ist hier los? Was ist das denn? Wer ist das? Ich weiß es nicht. Seht ihr das? Das könnte der Pilot sein von Planeater. Meinst du? Natürlich, der Pilot von Planeater. Leute, wohnt hier. Spult mal jetzt zurück und schaltet das Video an, dann seht ihr, wie der Pilot von Planeater aussieht. Der Film ist nicht umsonst verboten und top secret. Warum? Was ist denn hier los? Der ist verboten, der Film, aber wir können ihn mit euch zusammen schauen. Okay, aber warum sind wir jetzt in einem Aufzug? Denkst du, wir fahren in den Keller runter? Oh nein, ich will gar nicht wissen, wo der Aufzug jetzt wirklich hinfährt. Oder fährt der Aufzug in die Hölle? Mann, du weißt es doch, es ist 3 Uhr nachts. Wo soll denn ein Aufzug jetzt wirklich hinfahren? Natürlich in die Hölle. Ich merke auch schon, wie es wärmer wird. Hört ihr das? Merkt ihr das? Und diese ganzen Vibrationen, Mann, von Planeater. Nein, stopp, wir sind hochgefahren. Wir sind hoch. Ich dachte, wir fahren runter. Oh nein, bitte nicht aufs Dach, weil da wartet Planeater auf uns.
Wir sind doch Planeater, oder nicht? Wir sind doch in der Planeater-Stadt. Ja, aber es kann doch trotzdem sein, dass auf dem Dach Planeater wartet im Film. Und dann fliegt er weiter. Ja, eben. Das kann natürlich sein, Leute. Hoffentlich fährt er nicht hoch. Wir müssen die Finger und die Daumen drücken. Die Frage ist eher, wo ist Sonic und wo ist Tails? Sind natürlich nicht hier. Die haben doch seine davor Stadt. noch gekämpft. Planeater ist alleine für sich in seiner Stadt. Jetzt sind wir wieder auf der Straße, ihr seht es, und suchen die Häuser ab. Ja!